Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Achim Ferrandina. Bei der ersten Episode ging es um die Römer in Wien. Jetzt bei der zweiten Episode sprechen wir über eine Person, die sehr, sehr bekannt ist und die sehr, sehr wichtig für die europäische Geschichte ist. Und zwar spreche ich hier von Karl der Große. Karl der Große war der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wie wir wahrscheinlich wissen oder wie ihr wahrscheinlich wisst oder noch wissen werdet, wurde er als erster als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, und zwar in Rom vom Papst im Jahre 800, und zwar zu Weihnachten. Er hat im 8. Jahrhundert gelebt bis zum Anfang des 9. Jahrhunderts. 814 ist er verstorben und dann hat er quasi seine Ländereien, sein Reich an seinen Söhnen übergeben. Das Ganze wurde aber dreigeteilt. Es gab einen Teil, der quasi das ist, was dem heutigen Frankreich entspricht. Dann gab es noch einen zweiten Teil, was dieser Teil ist, was heute mehr oder weniger Deutschland entsprechen würde. Und dann einen Teil der Mitte, das sich Lothari Regnorum genannt hat. Das ging von den Niederlanden in etwa durch ganz Europa durch bis nach Süditalien. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat Karl der Große mit Wien zu tun? Sehr viel, aus vielerlei Gründen. Einerlei, wir haben in Wien sehr, sehr viele Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gehabt, und zwar diese Kaiser der Familie Habsburg. Und wir haben auch in Wien den letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gehabt, das war Franz I. von Österreich, davor Franz II. Noch zusätzlich haben wir hier einige Objekte, die mit ihm in Verbindung stehen. Und zwar, wir haben zum Beispiel die Krone des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches, aber nicht seine natürlich, seine ist verloren gegangen. Wir haben eine aus dem 10. Jahrhundert. Und noch, was wir wirklich hier in Wien haben, ist das Evangeliarium, eine Art Bibel, könnte man sagen, welches verwendet worden ist, als er eben gekrönt worden ist in Rom. Das befindet sich in der Schatzkammer Wien. Zusätzlich haben wir noch andere Sachen, die uns an ihn erinnern, einige Darstellungen von Karl des Großen, und wir gehen gerade jetzt vorbei an einer Kirche, die Peterskirche in Wien, von der man glaubt, dass diese Fundamente noch in seiner Zeit gelegt worden sind und ebenfalls, dass er quasi den ersten Stein hat legen lassen. Und genau an der Fassade dieser Kirche befindet sich eine Darstellung von Karl des Großen. Ihr werdet ihn gleich sehen, ein Flachrelief können wir sehen. Ihr werdet einen durchaus großen Mann sehen, mit einem sehr langen Bart, mit einer Krone, mit einem Schwert und so weiter und so fort. Ihr solltet jetzt mal demnächst anfangen, das dann zu sehen. Und zwar hier, seht ihr das schon? Ganz, ganz oben links ist ein Herr mit Schwert und Krone, das ist Karl der Große. Ihr seht dann noch einen Mann hier, das ist der Papst selbst. Und hier seht ihr einen Kreuz, und das ist wichtig, weil er eben Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war. Und dieses Heilige Römische Reich war auch dazu da, eben das Christentum zu verteidigen. Drum ist auch eben das Kreuz dargestellt und das Schwert. Und der hat einen sehr, sehr langen Bart, wie gesagt, weil man weiß nicht, wie er ausschaut, aber einen langen Bart steht auch für Weisheit. Wenn ihr euch für diese Themen interessiert, kann ich euch nur raten, euch ein bisschen was dazu zu lesen oder mir dann zu folgen. Vielleicht kommt in Zukunft noch mehr über Karl den Großen. Das war jetzt wieder mal kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen schönen Daumen hoch. Ihr könnt mir folgen, die Glocke links, ein paar Kommentare hinschreiben und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche für die 4. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Habt Spaß im Leben. Danke, 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 danke. Ich bin ausgestiegen. Entschuldigung. This is not the second episode. This is the third episode. Benvenuti al secondo episodio, no, questo è il terzo episodio. In einem unbekannten Land, gar nicht allzu langer Zeit, in Rom, no. 20. Juhu! Ba, 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 bam.